Wie könnte das Leben in freien Privatstädten aussehen? Nun, neuartige Dienstleistungen wie Uber oder Airbnb wären nicht verboten, sondern eine Selbstverständlichkeit. Private Unternehmer würden über Krankenhäuser, Schulen bis zur Müllabfuhr alles anbieten, was nachgefragt wird. Die Menschen würden sich durch private Versicherungen oder in Selbsthilfegruppen gegen die Risiken des Lebens versichern, die sie absichern wollen, etwa Unfall, Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit. Jeder ist berechtigt, neuartige Waren und Dienstleistungen einzuführen ohne Genehmigung oder Lizenz und kann sich die in jeder gewünschten Währung bezahlen lassen. Erwachsene Menschen, die voll geschäftsfähig sind, können selber entscheiden, welche Medikamente und welche Behandlungsmethoden sie bevorzugen. Umweltgrenzwerte gelten nur für echte Toxizität, also Giftigkeit auf wissenschaftlicher Grundlage. Es gibt keine manipulierbare Währung oder Zentralbank. Das heißt, durch die Stabilität der Währung oder der verschiedenen Währungen, die man nehmen kann, wächst die Kaufkraft mit höherer Produktivität beständig. Das heißt auch, ich kann eine Altersvorsorge mir aufbauen und wenn ich dann ein gewisses Level erreicht habe an Kapitaldeckung, dann kann ich in den Ruhestand gehen, egal welches Alter das ist. Dadurch, dass es keine Mindestlöhne gibt, haben auch Ungelernte Chancen, dort Jobs zu bekommen. Dadurch, dass Zollfreiheit und Freihandel herrscht, können wir günstige Produkte aus der ganzen Welt importieren. Das heißt, es wird auch für Geringverdiener möglich, sich einen einigermaßen guten Lebensstandard dort zu halten. Wir erinnern uns daran, dass wir vermutlich nur etwa um die 1.000 Euro pro Jahr an den Stadtbetreiber bezahlen müssen. Es herrscht volle Meinungsfreiheit, sogar eine bestimmte Religion darf kritisiert werden. Es herrscht natürlich volle Vertragsfreiheit. Ich darf also Glühbirnen, Staubsauger, Zigaretten ohne Warnhinweise, ohne weiteres kaufen und handeln. Die freie Privatstadt macht ihre Einwanderungsregeln selbst. Sie kann also jeden, der kriminell wird oder den Vorrang seiner religiösen Ideen vor den Gesetzen der Stadt, den Regeln der Stadt propagiert, ohne viel Federlesens wieder hinauswerfen. Dadurch entsteht natürlich eine Positivauslese, die dann wiederum positive Rückwirkungen hat auf die Visa-Erfordernisse in anderen Staaten. Es wird so sein, dass vermutlich verschiedene freie Privatstädte oder ähnliche Territorien sich gegenseitig eine Einreise garantieren, weil sie wissen, das sind ordentlich ausgewählte Leute, das sind gute Leute dort. Es wird wohl auch so sein, dass eine einheitliche Notrufnummer besteht, sodass man im Ausland von seinem Stadtbetreiber geholfen wird. Das ist eben auch eine Serviceleistung. Und letztendlich, und das ist entscheidend für die meisten Menschen, können sie sicher sein, dass sie nachts, mitten in der Nacht, ihre Kinder auf die Straße schicken können, ohne dass was passiert. Vandalismus wird es dort nicht oder ganz gering nur geben. Kriminalität wird es geben, klar, aber die wird natürlich relativ auf einem sehr geringen Level sein, weil wir ja die Möglichkeit haben, auch die Kriminellen wieder im Grunde den Vertrag zu kündigen und die aus der Stadt auszuweisen. Das ist übrigens kein Problem, weil ja jeder aus irgendeinem Land kommt. Der kann dann im Vertrag schon sagen, also wenn mir der Vertrag gekündigt wird, gehe ich dorthin wieder zurück. Weiter wird es so sein, dass Heerscharen von klugen Leuten nicht mehr den Beruf des Beamten, Wirtschaftsprüfers, Rechtsanwalts oder Steuerberater einnehmen werden, weil wir da einfach so wenig Regeln haben, dass sich das nicht für viele lohnt. Die werden dafür die Wertschöpfung, die Produktivität erhöhen. Es wird auch so sein, dass vielleicht große Unternehmen mit ihrer Ansiedlung scheitern, weil es eben keine Subventionstöpfe gibt, die abgegriffen werden können, keine Lobbyarbeit für Gesetze oder Gesetzesvorhaben. Soziologen, Politologen, Kunsthistoriker und andere Geisteswissenschaftler, die üblicherweise den Staatsdienst und staatlich finanzierte NGOs bevölkern, sind selten geworden. Das liegt auch daran, dass das Studium Geld kostet. Das heißt, man wird nur noch diese Studiengänge aufnehmen, die echte Aussicht auf Nachfrage versprechen. Es ist so, dass dadurch auch politischer Aktivismus, Missionierungseifer, Verteilungskämpfe und das Aufwiegeln gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander nahezu verschwunden sind. Die Menschen sind sich bewusst, dass sie ihren Willen anderen nicht aufzwingen können. Die Menschen sind wieder in der Verantwortung, für sich selbst zu sorgen und dadurch automatisch selbstbewusster, stabiler und auch realistischer in ihren Einschätzungen. Nach spätestens 2 Generationen wären freie Privatstädte freier, wohlhabender und friedlicher als alles, was wir bisher kennen.
Ist eine freie Privatstadt etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.